Wir stehen hier bei Jochen Schmid, dem Champion aus dem Jahr 1995, der ja im ersten Rennen, Jochen, schwer gestürzt ist, beziehungsweise zum Training, zum ersten Lauf. Da beim ersten Rennen bist du unter ganz, ganz großen Schmerzen gefahren. Wie geht's dir heute? Nun, ich muss sagen, ich hatte ja noch eine kleine Operation dann zu machen. Und was wurde da operiert? ich hatte ein ziemlich großes Hämatom am Gesäß und an der unteren Lendenwirbelsäule. Und das wurde dann entfernt. Und ich muss sagen, ich bin jetzt heute wieder topfit. Ich konnte auch meine Kondition wieder auf den Level bringen wie zuvor. Und muss sagen, der Sturz ist eigentlich schon vergessen. Jetzt ist ein neues Rennen hat man vor. Und ich bin wirklich bestens gerüstet. Also 4. Startposition, viel Glück, Jochen Schmid, und hoffentlich ohne Schmerzen heute. Danke. So, liebe Zuschauer, das ist Christa Lindholm im Bild. Ich darf Sie begrüßen zur Übertragung unserer Läufe der Pro Superbike Rennen 2 vom Sachsenring. Dieser Mann wird auf der Pole Position stehen. Christa Lindholm, das dürfen wir Ihnen schon verraten. Die Bedingungen, die äußeren Bedingungen sind schlecht. Mehr dazu jetzt erstmal in die Grid zu Jan Stecker, bitte. Ja, ich habe mal Brian Morrison hier, und Brian Morrison ist der Mann, der von Suzuki Team Deutschland extra eingekauft wurde. Er startet heute zum ersten Mal, denn Udo Mark hat sich ja beim ersten Rennen im Training schon so schwer verletzt und ist so schwer gestürzt, dass er gar nicht in Zweibrücken starten konnte. Suzuki hatte Angst, dass sie gar keinen Fahrer haben, also haben sie Brian Morrison, der letztes Jahr noch im United Great Team gestartet ist, einfach geholt. Und er hat gleich zum Einstand die zweitbeste Trainingszeit hingelegt. Brian, this is what I call a big entrance, right? Nein, ein super Start für dich, gerade neu dabei und so gut direkt im Training. Er sagt, ja klar, das ist toll. Ich freue mich, dass ich hier auf der Suzuki fahren kann und ich hoffe, dass ich ein gutes Rennen fahren kann. Christa Lindholm steht vor ihm. Glauben Sie, dass Sie ihn schlagen können? Ja, der Lindholm ist schon sehr stark, aber ich werde mein Bestes geben. Und gutes Glück und viel Erfolg fürs Rennen. Ja, also Brian Morrison, die Überraschung neben Christa Lindholm. Sie haben den Schweden eben schon im Bild gesehen. Jochen Schmid startet von Position 4. Und jetzt sind wir wieder für ein Interview bereit. Jan, bitte. Ja, ich stehe hier bei Andreas Meklau, dem Österreicher. Andreas, gerade Vater geworden im November und jetzt frisch verheiratet. Wie fühlst du dich? Na, Vater werde ich erst im November wahrscheinlich. Ach, du wirst erst Vater im November? Vater, ja. Und vorige Woche bin ich verheiratet. Seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren zusammen, jetzt gerade erst geheiratet. Ist deine Frau mit hier? Mich ist hier, ja, sie steht da. Und ja. Wir haben gehört, du bist im Training schwer gestürzt, auf den Kopf gefallen, hast eine kleine Kopfverletzung. Ja, das Training war nicht mein Wochenende. Also es war nicht mein Wochenende. Also gestern im ersten Training bin ich stehen geblieben nach ein paar Minuten. Und gestern im Abschlusstraining habe ich einen Highsider produziert, aber ja, das ist einmal so. Also zu viel riskiert und bin aber relativ hart am Rücken und dann vom Hinterkopf gefallen und war dann kurze Zeit ein bisschen benommen. Aber momentan geht es mir nicht so schlecht und ich hoffe, dass das Rennen zumindest einige Punkte machen und mit dem muss ich mir heute leben. Also viel Glück, ein bisschen Farbe im Gesicht hast du, ja, dem frisch gebackenen Ehemann, und viel Glück auch für das kommende Kind, vor allen Dingen aber in diesem Rennen. Okay, so, und wir geben ab zur Werbung, sehen uns gleich wieder. So, jetzt also live vor Ort, kurz vor Beginn des 4. Laufes um die Pro Superbike Meisterschaft. Die Fahrer kommen gerade rein, formieren sich hier zur Warm-up-Runde. Wir zeigen Ihnen jetzt zunächst einmal eine Zusammenfassung des 3. Laufes. Die Statements der Fahrer haben Sie ja eben schon gehört. Christa Lindholm auf Pole Position auf Platz 1 auf Yamaha, dann Brian Morrison, der Mann, der eigentlich nur für diesen einen Tag eingekauft wurde, weil Udo Mark sich vor dem ersten Lauf in Zweibrücken so schwer verletzt hat. Brian Morrison also auf Platz 2, Michael Rudroff ebenfalls auf Suzuki auf Platz 3 und Platz 4 Jochen Schmid auf Kawasaki, Platz 5 zeitgleich mit Jochen Schmid dann Udo Mark. Sie sehen es also, 3 Suzuki unter den ersten 5. Da ist für viel Spannung gesorgt und der Mann, auf den man ganz besonders aufpassen muss, ist natürlich Brian Morrison. Sein erster Lauf hier und direkt die zweitbeste Zeit. Da werden wir genau hinschauen müssen. Jack Schulz jetzt mit der Zusammenfassung des 3. Laufes. Und das ist Brian Morrison mit der legendären Suzuki 34 von Kevin Schwantz unterwegs. In der Bildmitte mit der 3 Michi Rodroff und ganz links außen Jochen Schmid. Jetzt wollen wir sehen, wie der Start verläuft. Die Ampel ist auf grün geschaltet. Und Christa Lindholm mit einem Raketenstart am Anfang setzt sich gleich in Führung für die erste rechts. Eine ganz enge Kurve. Jochen Schmid hat da viel Boden verloren. Nur 8. oder 9. gar am Anfang. Michi Rodroff, Udo Mark auf den Plätzen 2 und 3. Lindholm, dann Rodroff. Wie gut wird Marks Kondition sein? Sie wissen ja, er hatte diesen schweren Sturzbruch des 6. Brustwirbels,
Fußknochen gingen in zwei. Und ob seine körperliche Stärke, sprich die Physis, ausreichen wird, hier das Tempo über 14 Runden mitzugehen, das werden wir sehen. Lindholm zunächst also vor Marc. Entschuldigung, Rodroff. Marc ist Dritter, Gregorio Lavia, dann Andi Meklau. Tja, und Jochen Schmid noch dahinter, gar nicht hier im Bild. Brian Morrison fährt momentan hinter dem Österreicher, der mit einem neuen Outfit, einer neuen Sponsorenfarbe antritt. Meklau aber nach wie vor mit der 13, dann Morrison und noch 2 Plätze dahinter erst Jochen Schmid. Aber Lindholm ist unter Druck hier. Michi Rodroff versucht eine erste Attacke, aber der Maha-Pilot kann noch blockieren. Im letzten Jahr demonstrierte der Schwede ja sein Können, fuhr hier ziemlich alleine weg. Wollen wir hoffen, dass die Verfolger jetzt hier bei Start und Ziel ihn attackieren können, vielleicht sogar unter Druck setzen können. Marc, Achtung, innen gegen Rodroff. Das reicht nicht. Also, die erste Runde, Lindholm, Rodroff, Marc, Lavia, Meklau und Morrison. Michi Rodroff auf der Alpha-Technik Suzuki. Nicht in einem Team mit Udo Mark, der fährt ja zusammen mit Brian Morrison jetzt für Suzuki Deutschland. Es ist schon erstaunlich, dass sich hier Rodroff mit 0,2 Sekunden so gut im Windschatten halten kann von Lindholm. Lavia, dieser Auftakt-Überraschungssieger in Zweibrücken. Sie wissen ja, Checo Racing neu eingestiegen und gleich 2 Laufsiege erzielt. Erst Vierter mit diesem schönen, jetzt gut zu erkennenden gelben Helm. Meklau und Morrison dahinter, bisher die Positionen unverändert. Dieser Kurs hier am Sachsenring ist ja traditionsbeladen wie vielleicht keine andere deutsche Rennstrecke. 70-jähriges Jubiläum zu alten sozialistischen DDR-Zeiten. Da gingen hier bis zu 200.000 Zuschauer auf den Ring. Und auch Dieter Braun, der zweimalige Motorradweltmeister, konnte ja hier schon gewinnen. Eine weitere Runde ist zu Ende. Lindholm hat die Nase vorne. Jetzt wieder ein Angriff. Achtung, Udo Mark innen gegen Rodroff. Diesmal langt es. Jetzt hat er die bessere Linie innen. Suzuki gegen Suzuki. Und Udo ist Zweiter. Also, neue Reihenfolge. Lindholm, Mark, Rodroff, Lavia, Meklau, Morrison, Kellenberger dort hinten. Und dann kommt schon ein größerer Bruch zu Jochen Schmid auf Platz 8. Dann Andrea Mazzali und Hüber. Das die ersten 10. Hier noch einmal die Zeitlupe dieser schönen Szene von Udo Mark, der sich dort frühzeitig innen auf diese Kampflinie begibt und so einfach Michi Rodroff die Tür zumacht. Und in der nachfolgenden Rechtskurve, da hat er die Nase vorne. Gut gemacht, aber auch natürlich von Michi Rodroff gesehen. Und jetzt ist auch Lavia vorbei an Rodroff. Also Michi verliert noch einen Platz, aber kann Udo jetzt hier Lindholm angreifen und gar überholen? Sieht so aus. Achtung! Ein erster angetäuschter Angriff. Wir müssen auf Gregorio Lavia achten, der hier mit einem wilden Slide die Ducati aber sicher einfängt. Er rückt auf. Schauen wir mal auf die Rundenzeiten. Lindholm fährt ein 37,0. Macht jetzt sogar ein 36,8 und der Angriff, selbe Stelle, aber Lindholm hat das gesehen. Noch ein bisschen später auf der Bremse und kann kontern. Hinter Rodroff Brian Morrison, auch er nicht zu unterschätzen, der Langstrecken-WM-Pilot, der ja im Vorjahr ebenfalls in diese Serie einstieg, ein Quereinsteiger, jetzt diesen Drive bekommen hat bei Suzuki, weil man dachte, vielleicht ist Udo Mark doch nicht so fit. Er ist am Hinterrad von Gregorio Lavia. Ja, und Lindholm und Mark lösen sich ein bisschen. Michi Rodroff scheint jetzt
hier doch wieder in der Lage zu sein, nachzulegen. Vorbei wieder an Lavia, dann Morrison, dahinter Meklau, Kellenberger und jetzt kommt auch Jochen Schmid. Besser in Fahrt, er holt auf. 1,39 seine letzte Rundenzeit, immerhin jetzt unter 1,40, die Spitze fährt 1,37 tief. Aber was hat der Mann mit der 17 drauf? Odermatt, ja, beim ersten Rennen ohne Punkte. Er muss hier Zähler mitnehmen. Jetzt der Angriff, setzt sich wieder neben Lindholm, aber der hat immer noch die Nase hier vorne. Das verzerrt ein bisschen perspektivisch. Die beste Möglichkeit scheint sich für Marc auch auf der Start-Zielgeraden zu bieten. Die Suzuki geht ja gut. Vielleicht jetzt hier erneut die Möglichkeit. Auch im Feld dahinter wird gefightet. Kellenberger vorbei an Meklau. Roger Kellenberger auf der Tide Honda mit der Nummer 6 hat sich jetzt vor Andi Meklau geschoben und dahinter Jochen Schmid. Und das Überholmanöver. Marc ist vorbei an Lindholm. Also da scheint es bei Startziel gereicht zu haben für eine Attacke. Der Furtwanger also jetzt vom Schweden. Tja, was für ein Comeback von Udo. Ich glaube, da hat er tief gestapelt. Darauf verwiesen, dass er noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte sei. Aber was er hier zeigt, das lässt doch auf das Gegenteil schließen und vor allem auch hoffen. Sie müssen sich vorstellen, nach den diversen Operationen, die Udo hat über sich ergehen lassen, liebe Zuschauer, hat er 5 bis 8 Stunden täglich Reha bekommen, also Rehabilitationsprogramm. Dieses Programm, was dazu dient, die gebrochenen Knochen wieder möglichst schnell in Form zu bekommen und auch zu Muskeln zu bekommen. 5 bis 8 Stunden täglich hat er sich gequält. Das muss man schon so sagen, um wieder dabei zu sein. Und das beginnt sich hier jetzt auszuzeichnen. 1,36,4. Die Rundenzeiten an der Spitze werden schneller. Auch Lindholm fährt 1,36,4. Dahinter die Piloten 1,36,9 Michi Rodroff. Lavia gar nur 1,37,0. Das erklärt diese Lücke, die entsteht. Michi vorbei. Wieder an Lavia. Diesen Platz hatte er kurzfristig verloren. Eine Suzuki, eine Yamaha, dann eine weitere Suzuki. Die beste Ducati auf Platz 4. Und der Angriff jetzt von Brian Morrison. Hier scheint man dieses Manöver gut ansetzen zu können. Vorbei Morrison an Lavia. Hier der Rand, der Stand nach Runde 5. Also das wäre ein riesen Comeback für Odermatt, wenn er hier tatsächlich die volle Punktzahl mitnehmen kann. Lavia hat ja mit diesen 2,25er Optimalresultaten aus Zweibrücken mit 50 Zählern die Führung. Aber Udo würde sich hier natürlich eindrucksvoll zurückmelden, gar keine Frage. Lindholm bleibt dran. Jetzt hat er natürlich auch die Möglichkeit, die Linie so ein bisschen zu studieren, zu schauen, wo kann er vielleicht noch einen Konter ansetzen. Halbzeit des ersten Laufs. Jetzt so langsam. Blicken wir mal auf die Plätze hinter diesem Führungsseptett. Jochen Schmid jetzt Achter. Über Klink, Thomas Klink auf 10. Mazzali, der Teamkollege von Lavia, ist 11. Rob Phillips, der Australier, ist auf Platz 12. Die schnellste Runde dreht dieser Mann 1,36,0. Das sind schon absolute Trainingszeiten. Stellen Sie sich vor, Rodroff fuhr im Training nur 1,36,5. Also unter Druck von Morrison jetzt eine Steigerung, vorne unverändert, aber Michi Rodroff kann hier das noch abwehren. Lavia, Meklau und dann Jochen Schmid vorbei an Kellenberger. 8 Piloten hier innerhalb von 5,4 Sekunden. Brian Morrison mit dieser Nummer 34. Da erinnern wir uns natürlich gerne an Kevin Schwantz, den 500er Weltmeister, Jahrgang 93. Da wird den Fans sicherlich warm ums Herz. Sicherlich nicht zufällig, dass er diese Nummer gewählt hat. Suzuki ja im 500er Grand Prix Zirkus
In den 90ern nur einmal erfolgreich, eben durch Kevin Schwantz. Und Morrison scheint hier eine starke Vorstellung abliefern zu können. Nach ihm kommt der Bruch zu Gregorio Lavia. Auch Jochen Schmid kann da momentan keinen Boden gut machen. Die Gruppe Lavia, Meklau, Schmid und Kellenberger jetzt ein bisschen abgesprengt von Morrison, Rudroff, Lindholm und Mark. Michi Rudroff, Sie haben es vielleicht gesehen, hat jetzt die 3. Position verloren an Brian Morrison und der greift jetzt auch schon nach Christa Lindholm. Hier die Attacke Meklau gegen Lavia, Ducati gegen Ducati, 7 Runden vor Schluss. Aber ich denke, wir müssen auf Brian Morrison aufpassen. Freunde, der hat noch was drin. Jetzt innen gegen Lindholm, ist vorbei. Gut gemacht. Ein hervorragendes Manöver. Ich glaube, da hat Lindholm selber nicht mit gerechnet. Jetzt Morrison und Mark, Doppelführung für Suzuki Deutschland. Morrison fährt 1,35,2 und somit um 0,7 Sekunden schneller als der Rest der Welt. Und jetzt haben wir die 2 Suzuki, also eigentlich gleiche Voraussetzungen an der Spitze. Jetzt wird die Physis einen mitentscheidenden Faktor spielen hier. Denn Morrison sollte eigentlich einfach gegen Rennende stärker sein. Ich kann mir vorstellen, dem Odermatt tun da ganz gewaltig die Knochen weh. Runde um Runde und Morrison sollte hier eine realistische Chance haben, vorbeizugehen. Er gewann ja im letzten Jahr schon auf der Ducati, als er auf diese United Grey Maschine sich in Szene setzen konnte. Und jetzt ist Udo Mark natürlich unter Druck. Frage: Darf Morrison Mark überholen? Gibt es hier vielleicht sogar eine Stallorder? Natürlich ist Udo Mark die erklärte Nummer 1 angesetzt auf den Titel. Und das wären ja 5 Punkte, die der Morrison da dem Mark nehmen würde. Auf der anderen Seite stehen beide mit 0 Punkten momentan im Klassement. Und wenn Morrison ein Racer ist, und davon gehen wir aus, dann will natürlich auch er hier gewinnen. Die Suzuki-Piloten schieben sich in Führung. Eine kleine Lücke tut sich auf zu Lindholm. Der fährt 1,35,9. Vorne nach wie vor Brian Morrison mit dieser 1,35,2. Fabulös unterwegs. Lindholm auf 3, verfolgt die beiden. Michi Rudroff, Lavia, Meklau, Kellenberger, Schmid, Philliss und Hüber. Das die ersten 10. Und ich denke, ich liege mit meiner Vermutung gar nicht so schlecht, dass der Brian Morrison sich hier zunächst mal zurückhält. Runde 8, der Stand der Dinge ist eingeblendet. Piloten, die jetzt überrundet werden, müssen da natürlich genau schauen, dass sie die Spitze nicht aufhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass hier Brian Morrison durchaus Udo attackieren wird, aber ob er hier siegen darf, jetzt die Attacke und er geht tatsächlich vorbei. Ob er hier siegen darf, das ist sicherlich eine andere Frage. Sollte Udo jetzt noch an Lindholm diesen 2. Platz verlieren, dann denke ich, wird Morrison vorne wegblasen, um dieses Rennen für sich zu entscheiden. Aber wenn Udo Mark 2. sein sollte, dann möchte ich eigentlich nicht unbedingt in der Haut von Bert Pönsken stecken oder auch Jürgen Zürn, die beiden Verantwortlichen bei Suzuki. Hier ein Crash zwischen Kellenberger und Lavia. Die beiden sind sich dort vermutlich im Notausgang in die Quere gekommen. Kellenberger ist zurück auf dem Motorrad. Da lässt Morrison in der letzten Runde nichts mehr anbrennen, fährt immer noch absolut voller Buller, 2,5 Sekunden mittlerweile Vorsprung hat. Behält die Konzentration bis zum Schluss. Hier blickt er einmal sich so ein bisschen um und gewinnt tatsächlich am Sachsenring den ersten Durchgang. Morrison vor Lindholm und Mark. Bravo! Udo Mark mit einem Riesenergebnis. Wir warten auf Platz 4. Rudroff oder Schmid. Tatsächlich, Jochen Schmid hat Michi Rudroff noch gepackt. Sehen Sie mal, wie der Überseher da den Kopf schüttelt. Damit also Schmid 4., Rudroff 5.
So, und hier ist das Ergebnis für Sie noch einmal grafisch aufbereitet. Morrison, Lindholm und Mark also auf dem Podest im ersten Durchgang. Schmid bezwang noch ganz knapp Michi Rodroff, das waren 6/1000. Meklau, Phillis, Klink, Hüber und Mazzali, das die ersten 10. Und auch Punkte gibt es natürlich für die Plätze 11 bis 15, die Sie hier eingeblendet sehen, liebe Zuschauer.